Moin Jono und willkommen bei einer neuen leckeren Folge von Grillcoach Gerrit. Heute gibt's Ostalgie, Nostalgie. Heute gibt es Ostbretel, sowas ähnliches wie Rostbretel, aber mit Hühnchen. Vor kurzem habe ich euch das Video gezeigt, Thüringer Rostbretel, das blende ich euch mal hier oben ein. Und da kam mir noch eine Idee, noch einen eigenen Input zu geben. Und da habe ich gedacht, ich mache das Ganze mal mit Hähnchen. Was wir hier an Zutaten haben, das zeige ich euch gleich. Aber vorher habe ich hier noch einen Gast dabei, der für mich eine der Koryphäen des Grillens aus dem Osten ist. Und den bitte ich mal mit ran hier. Hi und herzlich willkommen zum nächsten Video Von die Sachsengriller. Ganz genau. Und in dem Fall bin ich der Marco von die Sachsengriller und ich habe heute das Vergnügen, das Ostgericht schlechthin mit verkosten zu dürfen. In dem Sinne gehen von mir auch nochmal ganz liebe Grüße an den André raus. Schaut mal rein bei den Sachsengrillern, die haben noch alle ihre Videos online. Dann müsst ihr eigentlich von Anfang an mal durchgucken bis zum Ende. Und wir beantworten immer noch Kommentare und denkt dran, wir beantworten unsere Kommentare oder eure Kommentare immer noch ehrlich und offen. Also überlegt, was ihr fragt. Nur fragen, wenn ihr die Antwort hören wollt. Also dir, Gerrit, viel Spaß. Danke für die Einladung in dein Video und viele Grüße gehen raus. Bis bald. Ciao. Marco, vielen Dank. Ne? Immer gern und viel Spaß. Alles klar. So, wir machen dann weiter mit den Zutaten. Ich habe hier einmal schöne ausgebeinte Hähnchen, Oberschenkel und Unterschenkel. Wie man das macht, die könnt ihr euch natürlich auch fertig kaufen. Aber wie ihr das selber macht, das Video, das blende ich euch mal hier oben ein. Kauft euch ganze Hähnchenschenkel, entbeint die aus. Das hat mich vielleicht jetzt hier für 6 Stück 5 Minuten gekostet oder so. So, dann brauchen wir natürlich Original Bier aus dem Osten. Ich habe hier ein Köstritzer Schwarzbier. Nimmt da kein Pilz, nimmt ein Schwarzbier, was Malziges, was Süffiges. Das sollte nicht zu viel Hopfennote haben, sonst wird's bitter. Dann natürlich üblich auch beim Rostbretel ist ein ganzer Berg schön aufgeschnittene Zwiebeln. Dann natürlich Knoblauch. Wir brauchen Dresdner Art Worcester Soße, Senf. Hier nochmal ganz lieben Dank an die Firma Born Senf. Die haben mir nämlich den Senf auf meine Nachfrage hin zugestellt. Ich wollte unbedingt Original Thüringer Senf. Das ist für mich der Born Senf, den gibt es bei uns nicht. Und die Firma Born hat mir ein schönes Package zugeschickt, nicht nur mit Senf, auch mit anderen tollen Sachen. Da ich Hähnchen richtig toll finde, wenn das eine süßliche und eine schärfere Note hat, nehmen wir zum Süßen jetzt noch einen schönen Honig dazu. Wir brauchen Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, Cayennepfeffer. Und ein bisschen Thymian noch für eine Kräuternote. Noch ein bisschen Rapsöl zu mischen. Und das Ganze machen wir nicht, wie ich das andere jetzt in so einem schönen Brötchen oder einer Schrippe gemacht habe, sondern wir machen das Ganze in der Burger-Version. Dann starten wir erstmal, dass wir uns ein bisschen Öl reinnehmen. Dann natürlich das Köstritzer Bier. Da kommt eine gute Ladung hin. Die Mengen und die Zutaten, die ich hier heute verwende, die schreibe ich euch natürlich wie immer unter das Video. Dann kommt natürlich mein Knoblauch rein. Der gute Bornsenf. Die Worcester Soße, Thymian, eine Spur Salz darf natürlich nicht fehlen. Wir brauchen Pfeffer, Paprika edelsüß, ich finde das geht immer. Und dann ein bisschen was von meinem Quetschhonig. Zu Hause habe ich da eigentlich immer schöneren aus dem Glas. Ein bisschen Schärfe-Kick, guten Cayenne. Schön umrühren hier. Und die werden wir jetzt mal kosten. Und da hole ich noch mal den Margot, der ist nämlich noch da. Danke. Mal gucken, ob da noch was fehlt. Die darf natürlich ruhig ein bisschen würziger sein. Perfekt. Ich muss sagen, da ich ein Süßer bin, ich würde mir tatsächlich noch eine kleine Spur. Passt. Meinst du nicht rein? Also nach meinem Geschmack ganz. Okay, der Marco ist einer der Koryphäen. Dann hören wir auf den. So. Genau, Gerrit wird euch morgen dann natürlich beim Ergebnis dann sagen, ob ich vielleicht recht hatte oder nicht. Aber wirklich beim Hühnchen könnt ihr ein bisschen was dran machen. Die Marinade kann ruhig in eine bestimmte Richtung schön bumsam, ob das jetzt in die süße Richtung geht, in die scharfe Richtung oder in die salzige. Das Hähnchen verträgt ein bisschen was. Absolut. Danke dir. Ich bin raus. Euer Marco. Super Typ, oder? Legen wir uns das ein. Dafür machen wir erstmal eine schöne Schicht Zwiebeln unten rein. Dann gebe ich schon mal eine Spur von der Marinade rein. Nicht zu viel, wir brauchen noch ein bisschen. Und dann nehme ich hier meine Hähnchen und die lege ich jetzt mal mit der Fleischseite nach unten einmal aus hier. Dann gibt es nochmal wieder Marinade drüber. Jetzt noch wieder eine Spur oder ordentlicher Berg Zwiebeln. Auf die Zwiebeln kommt jetzt wieder Hähnchen. So, dann gebe ich noch mal wieder ein bisschen was von der Marinade rüber.
die Zwiebeln und dann geht die restliche Marinade drüber. Ich drücke das Ganze jetzt mal so an, dass auch überall Flüssigkeit hinkommt. Da kann man jetzt natürlich auch noch mit ein bisschen Druck aushelfen, dass man einen Teller mit einem Gewicht drauf legt. Oder ihr könnt das auch einvakuumieren. Ich decke das jetzt einfach mit Folie ab und dann geht das in die Kühle. Und dann sehen wir uns, für euch ein Klick, für mich eine Nacht, hier am Grill wieder, wenn wir das Ganze dann vergrillen. Und zurück, einen Tag später, so sieht es jetzt aus. Das packen wir jetzt mal aus. Es versprüht schon einen schönen Duft hier. Die Zwiebeln, die haben natürlich auch schon mal die Färbung von der Marinade angenommen. Ja, und jetzt separieren wir uns, wie beim normalen Rostbretel, das Fleisch und die Marinade mit den Zwiebeln, die geben wir in die Pfanne. Die Hähnchenteile sind jetzt raus. Schütten wir uns das gleich komplett einmal in die Pfanne. Und die Zubereitung, die mache ich heute auf der Feuerplatte und da gehen wir jetzt hin. Hier nun an der Feuerplatte nochmal lieben Dank an den René von R&K Barbecue, der mir diese Feuerplatte schon vorbereitet hat. Wir starten zuerst mit der Pfanne und die geben wir zum Anbraten hier oben mal drauf. Das soll schön einreduzieren. Die Zwiebeln, die geben dann dazu nochmal so den richtigen Geschmack, nutzen natürlich die ganzen Aromen, die in der Marinade waren. Unsere Burger Buns, die wollen wir uns auch noch ein bisschen anknuspern. Da mache ich jetzt hier so ein bisschen Öl auf die Feuerplatte und dann werden wir uns die nochmal schön ein bisschen anknuspern. Eine gute Alternative, jetzt anstatt Öl zu nehmen, ist auch Mayonnaise zum Beispiel oder Butter. Wenn die so aussehen, dann nehmen wir die runter. So, die Zwiebeln dürfen natürlich nicht trocken laufen, da habe ich nochmal was von dem Köstritzer. Und da geben wir immer noch mal so ein bisschen was dazu. Und dann nehme ich mir auch schon mal mein Hähnchen und das lege ich dann mit der Hautseite einmal unten auf die Feuerplatte. So, das Ganze unterstützt noch ein bisschen Öl hinter. Ja, aufpassen, dass die Hähnchen nicht anbrennen. Ruhig mal drehen. Ja, ihr wisst ja, Feuerplatte hat in der Mitte mehr Hitze als am Rand. Und bei dem Sud, bei den Zwiebeln, da geben wir ruhig noch ein bisschen Honig zur Unterstützung bei. Denn ich mag das, wenn das so eine leichte Süße noch hat. So, aus meiner Sicht sind die Zwiebeln so gut. Die nehmen wir jetzt mal von der hohen Hitze runter, stellen die zur Seite, aber lassen die noch ein bisschen warm. So, und das Hähnchen, das ziehen wir uns jetzt gar. Gar nicht so bei hoher Hitze, denn wir wollen ja nicht, dass das verbrennt. An ein paar Stellen ist schon ein bisschen dunkel, aber das ist nicht so schlimm. Falls was zu dunkel ist, schneide ich das ein bisschen ab. Kerntemperatur sollte so bei mindestens 75 Grad beim Hähnchen liegen. Die Hähnchenkoteletts oder Polofino oder auch die Unterschenkel, die bleiben definitiv saftig. Das sind für mich die besten Stücke. Die haben den höchsten Fettgehalt beim Hähnchen. Viel besser als Brust. Die sind immer saftig. So, dann wollen wir uns schon mal einen angucken, wie weit die sind. Schneiden wir mal einen an. Schaut es euch an. So sieht das aus. Verkoste ich mal. Wie schmeckt, sage ich euch gleich erst, wenn es fertig ist. Die nehmen wir dann jetzt hier mal runter. Und dann baue ich um, gehe zum Tisch und dann werden wir uns den Burger bauen. So, dann habe ich hier jetzt schon mal meine Burgerbrötchen. Freunde, hier meine richtig sämige Soße. Oh, die riecht. Und dann setzen wir uns hier mal einen kleinen Berg. Nicht zu viel, finde ich. Aber ein bisschen was darf sein, weil wir verzichten ja hier komplett auf weitere Soßen. Denn die Zwiebeln mit dem Sud, die geben quasi hier den Geschmack ab. Dann schneide ich mein Fleisch mal an. Dann nehmen wir uns jetzt hier so Streifen. Das sieht gut aus. Und ich drücke mal nach draus. Seht ihr das? Wie hier der Saft rauskommt. Richtig gut. Und dann setzen wir uns hier mal ein paar schöne Scheibchen drauf. So, und da ich finde, dass es optisch noch ein bisschen Farbe fehlt, habe ich hier jetzt noch ein bisschen Petersilie. Die zupfe ich mir so ein bisschen. Dann kommt das Burgerbahn drauf, das Oberteil. Und so sieht er aus. Mein Ostbretel Hähnchenburger. Ist ja kein Rostbretel, wir waren ja nicht auf dem Rost. Mit Unterstützung von dem Marco. So, und jetzt habe ich den René hier gerade.
Und ich habe gedacht, Mensch, der René hat doch bestimmt auch Hunger, ne? Dann werden wir den mal brüderlich teilen hier. Oh, da fällt sogar einer raus. Den darfst du gleich mal so stibitzen. Würde ich gerne machen. Also auf euch. So, und dann einmal für den René. Vorsicht, dass es nicht unten rausfällt. Und dann Prost auf den Ostbretel. Ja, das ist richtig lecker. Süße kommt durch, ne? Zwiebeln ja ein bisschen mit dem Honig ankaramellisiert. Ja. Ich hätte mir tatsächlich noch mehr Schärfe reingemacht, aber ich weiß, dass meine Mitesser hier nicht so gerne scharf essen. Macht das, wie ihr möchtet. Aber ich sage, kann man mal machen, ne? Ja. Nochmal das Fleisch pur. Also kommt definitiv das Schwarzbier durch. Ich gebe auf alle Fälle schon mal einen Daumen hoch. Ja, Freunde, das war meine Version vom Ostbretel mit Hühnchen. Lieben Dank einmal nochmal an die Firma Bornsenf, die mich jetzt für dieses Video auch den Senf zugesendet hat. Liebe Grüße gehen nochmal raus an den Margot von den Sachsengriller, den ihr ja am Anfang vom Video gesehen habt. Bist ein dufte Kerl. Schön, dass du da warst. Und es war wirklich lecker, hast was verpasst. Ja. Und natürlich an den René und die Karina. Falls euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt unten gerne einen Kommentar rein. Hier vorne könnt ihr noch gerne Abonnent vom Kanal werden. Und über den René, da blende ich gleich 2 Videos zum Weitergucken ein. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao. Genau. Ciao. Ach, und guck beim René natürlich auch noch mal rein.